Pijan, lass uns heute auf ein Date gehen. Diejenige, die sprach, war ein gut gekleidetes Mädchen, das gerne große Träume hatte und ihren Partner mit einem albernen, süßen Spitznamen Pijan ansprach. Ihr Name war Ami und sie war meine Freundin. Ihr schwarzer Rock flatterte um ihre Oberschenkel, als sie aufgeregt umherschwebte. Wie eine Fliege, die über einen Müllhaufen summt. Sie machte kein Hehl aus ihrem Verlangen nach ihrer Aufmerksamkeit. Und es war so süß. Sie wusste, dass sie süß war. Besser als jeder andere, um genau zu sein. Jede ihrer Bewegungen war übertrieben, um den perfekten Effekt zu erzielen, und es funktionierte immer. Sie war der Star ihrer eigenen Show rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Sie wusste, dass sie damit durchkam, denn sie war einfach hinreißend. Ihre Niedlichkeit setzte sie wie eine Waffe ein, mit der sie alles erreichen konnte, was sie wollte. Bevor sie einen kindlichen Charme besaß, hatte sie den scharfsinnigen Verstand einer erfahrenen Taktikerin. Danke, dass du immer so hart für mich arbeitest. Ich weiß, du bist an deinem Schreibtisch eingeschlafen, weil du die ganze Nacht Videos für mich bearbeitet hast. Deshalb tut es mir ein bisschen leid, dich geweckt zu haben, aber... Ami nistete an ihren Haaren herum und sah mich entschuldigt an. Ihre dicken, glänzenden Locken hingen in 2 Zöpfen und einen langen Pony, der die Hälfte ihres Gesichts bedeckte. Sie konnte so viel weinen, wie sie wollte, aus ihrem verborgenen Auge, und niemand würde es merken. Es war eine zusätzliche Schutzschicht, zusammen mit ihrem übertriebenen Schauspiel. Das ist jedenfalls meine Theorie. Der Legende nach hat es noch nie jemand die linke Hälfte von Amis Gesicht gesehen. Nicht einmal ich weiß, was sich unter ihrem Pony verbirgt. Na gut, du Schafmütze. Ich putze mir jetzt die Zähne, mache meine Hautpflege und ziehe mich um. Du sollst besser bereit für unser Date sein, wenn ich fertig bin. Sie strahlte mich an, ihr Lächeln warm und hell wie die Sonne. Sie war so wunderschön und bezaubernd wie eine kleine Blume, die mich anflehte, sie zu pflücken. Wie hätte ich ihr jemals etwas abschlagen können? Man sagt, jede schöne Rose habe ihre Dornen, aber ich glaube, bei Ami ist es etwas anderes. Ihre Arme waren mit dünnen Narben übersät, die sie kreuz und quer darüber zogen. Wenn sie Dornen hatte, dann schmerzten diese Dornen sie auch. Aber Blumen tun das nicht. Also was war sie stattdessen? Und ich will mir jetzt nicht anhören, dass das Date so kurzfristig ist oder so, okay? Liebe ist nun mal unberechenbar, oder liegt dir nicht genug an mir, um mitzuhalten? Eine einzelne Träne rann ihr über die rechte Wange. Jedes Lächeln war verschwunden, die Traurigkeit zog ihre Mundwinkel nach unten. Sie schnurzte auf und brach in Tränen aus. Du liebst mich doch gar nicht, oder? Du bist nur mit mir zusammen, weil du die Superchats willst, die ich meinen Nerd-Fans abknöpfe. Das nennt man mit emotionalen Missbrauch, weißt du? Sie schniepfte und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Ihre Wangen färbten sich rosa, während ihre Augen weiter treten und anschwollen. Doch anstatt ihr Aussehen zu mindern, ließ es ihre ohnehin schon großen Augen noch größer wirken. Natürlich war da auch das alles nur gespielt. Ami hatte die Kunst perfektioniert, auf Kommando zu weinen und es dabei sehr überzeugend aussehen zu lassen. Als Streamerin brauchte sie die präzise Kontrolle über ihre Emotionen und konnte sie wie mit einem Schalter ein- und ausschalten, was immer sie wollte. Um bestimmte Reaktionen von ihren Zuschauern hervorzurufen, war es ihr Job, absichtlich zu weinen und zu lächeln oder sich sogar so aufzuregen, dass sie eine Tastatur zerbrechen konnte. Ich kannte all das, da ich mit ihr zusammenlebte und sie in einer romantischen Beziehung liebte. So wie ich alles über Ami wusste ich auch, dass diese Farce, die sie aufführte, ihr Weg war, mir ihre Liebe zu zeigen. Ich wusste auch, dass, wenn ich sie jemals ihre echte Tränen weinen sehe, das nur eines bedeuten konnte. Es war aus zwischen uns. Aber obwohl ich wusste, dass es nicht echt war, weinte sie trotzdem, und kein vernünftiger Mensch lässt ein Mädchen weinen. Ich musste sie trösten, dass die Tränen gespielt waren, änderte nichts daran, dass sie durch die nächtlichen Streams völlig gestresst war und dringend eine Pause brauchte. Dadurch, dass sie sich auf MeTube und in den sozialen Medien präsentierte, stand sie im Rampenlicht. Sie hatte Anhänger, die sie wie eine Göttin verehrten. Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, sie über sie lustig zu machen, und andere, die in ihr ein Ventil für ihre Gefühle sahen. Es war leicht nachzuvollziehen, wie solch ein Chaos die psychische Gesundheit zermürben könnte. Doch nur wer Ähnliches erlebt hatte, konnte es wirklich nachvollziehen. Vielleicht waren Geld und Aufmerksamkeit tatsächlich so berauschend, wie sie es darstellte,
Aber war ihr diese Hölle das wirklich wert? Na gut, jetzt wo wir dieses Date haben, sage ich, lass uns entscheiden, wohin wir gehen. Wähle weise, denn es könnte meine Liebe oder mein Hass auf dich verstärken. Habe ich schon erwähnt, dass es einen Einfluss auf das Ende hat? Nun, jetzt habe ich es. Meiner Meinung nach steckte Ame fest, oder beziehungsweise unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Sie hatte echtes Können und Talent. Sie war ein kluges Mädchen. Jeden Abend schlüpfte sie in ihr albernes Kostüm als Internetengel und streamte unter dem Namen OMG Kawaii Angel, aber jetzt dann nur noch K-Angel, weil es ihr einfach zu umständlich ist, jetzt mal den ganzen Namen auszusprechen. Ihre Streams zogen jede Nacht Hunderttausende von Nerds aus dem gesamten Internet an. All die Gefühle, Bewunderung, Begierde, Neid, Hass, Liebe und Langeweile wurden zu einer praktischen Kennzahl zusammengefasst. Der Zuschauerzahl. Diese Zahl bestimmte dann, wie viel Geld sie für ihre Mühen erhielt. Es spielte keine Rolle, mit welchen Absichten ihre Zuschauer ihre Streams angingen. Wichtig war nur, dass sie zu einer weiteren Zahl in dem Stapel von Zahlen wurden, die am Ende als Bargeld auf ihrem Bankkonto landeten. Und davon hatte sie wirklich viele. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich hatte maßgeblichen Anteil daran, dass diese Zahlen so hoch blieben. Ame war im Alltag ganz stark auf mich angewiesen und auch die Organisation ihrer Streams lief größtenteils über mich. Aber genug davon. Fakt ist, ihr überwältigender Charme war der Grundstein ihrer Karriere. Statistiken haben die Leute verrückt gemacht. Diese Zahlen brachten sie an den Rand des Abgrunds. Irgendwann muss sich Ame gefragt haben, ob ich sie liebte, weil sie so war, wie sie war, oder wegen ihrer Erfolgszahlen. Wir waren zwei mittellose Menschen, die Trost beieinander fanden. Ohne Geld spielte unsere Liebe zueinander, glaube ich. Eine echte. Jetzt waren wir uns da nicht mehr so sicher. Andererseits waren wir uns vielleicht schon zu nah, als dass wir uns noch trennen konnten. Egal wie sehr sie versuchte, es zu ignorieren, eine hartnäckige Sorge ließ sie nicht los. Vielleicht kann ich mit meinem Partner nicht mehr glücklich sein. Das Bild einer Trennung ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Das war etwas, das wir beide gemeinsam überwinden mussten. Was bedeutet es, in einer Beziehung zu sein? Könnten wir gemeinsam Hand in Hand die Schritte in die Zukunft gehen? Das waren die Fragen, denen wir uns stellen mussten. Ame war eine Schulabbrecherin mit einem miesen Charakter, die manchmal dumme Dinge tat, aber sie dachte ständig über alles Mögliche nach, viel mehr als die meisten anderen. Wäre ihr Kopf wirklich so leer gewesen, wie man so gerne behauptete, hätte sie es als Streamerin nie so weit gebracht. Sie war eher der Typ Mensch, der ihren Partner lieber direkt mit einem Überraschungsdate überraschte, als mich mit irgendwelchen ausgeklügelten Tricks zu einem Date zu verleiten. Ich hoffte, dass das die Überraschung auch das Kribbeln im Bauch wieder aufnehmen lassen würde, das wir beide am Anfang unserer Beziehung gespürt hatten. Praktisch gesehen war es auch eine gute Möglichkeit herauszufinden, wie der Partner mit einer unerwarteten und potenziell stressigen Situation umgehen würde. Schließlich wünscht man sich doch jemanden, der beides gut meistert, oder? Außerdem bin ich eigentlich nicht der Richtige, um darüber zu reden. Schließlich habe ich das ja selbst entschieden. Oh mein Gott. Warte mal, wir fahren tatsächlich? Ames Augen funkelten wie 1000 Diamanten. Es war mir egal, ob das gespielt war oder nicht. Ich wollte glauben, dass unter ihrem langen Pony auch ihr linkes Auge wie der hellste Stern am Himmel strahlte. Juhu, ich bin aufgeregt. Was auch immer in Zukunft mit uns geschieht, ich wünsche mir einfach nur, dass wir glücklich sind. Okay, lass uns einen Ort für unser Date aussuchen. Pichan, ich gehe überall hin, wo du hingehst, außer ins Gefängnis. Dann nicht.